Heute wird die Kommission von Frau von der Leyen in ihrem Amt bestätigt. Dafür haben Herr Weber und Frau von der Leyen eine ganz große Koalition geschmiedet. Sie reicht von den Grünen bis zu rechtspopulistischen Parteien und Fraktionen im Europaparlament. Nur die Linke hat geschlossen dagegen gestimmt. Und das hat mehrere Gründe. Das erste ist, in dieser Kommission sind Vertreterinnen von offen faschistischen Parteien wie Frau Meloni oder von autokratischen Parteien wie die von Herrn Orban vertreten. Und zwar nicht irgendwie, sondern ganz vorne mit dabei. Das zweite ist, Frau von der Leyens Portfolio und Ansagen für die nächste Legislaturperiode der EU ist wirklich brandgefährlich. Sie will weiterhin arbeiten an einer Politik von Krieg und Krise. Die bittere Wahrheit ist, die EU hat jetzt einen Kommissar für Verteidigung. Aber eine Kommissarin, zum Beispiel für Arbeit und Soziales, wie es bisher der Fall war, wird es nicht geben. Die Folge dieser Politik wird sein, dass Milliarden und Abermilliarden weiterhin in den Rachen der Rüstungsindustrie geschmissen werden. Die Folge dieser Politik wird sein, dass wir eine massive Militarisierung in Europa erleben werden. Und die Folge wird sein, dass die sozialen Verwerfungen in der EU weiter auseinandergehen werden. Die Schere zwischen Arm und Reich ist schon in der letzten Legislaturperiode bei den Krisen von Corona über Inflation bis hin zum Krieg in der Ukraine durch die Politik der Union, durch die Politik von Frau von der Leyen auseinandergedriftet. Mittelschichten erodieren, die Armen werden zahlreicher. Und genau diese Politik will Frau von der Leyen jetzt wirklich zur Richtschnur der EU machen. Dagegen braucht es Widerstand. Es ist so offensichtlich, dass die Partei von Frau Baerbock und Herr Habeck wirklich alles an Idealen, was sie immer wieder in Wahlkämpfen verkünden, verkaufen für ein bisschen Macht. Aber lasst mich sagen, es geht noch nicht mal wirklich um Macht in dieser Frage. Denn wenn Frauenrechte, wenn freiheitliche Rechte, wenn die Rechte von Minderheiten wirklich mit Füßen getreten werden, dann muss man etwas dagegen unternehmen. Wir als Linke in der Bundesrepublik Deutschland und im Europaparlament wollen den Kampf dagegen annehmen. Jetzt heißt es, gemeinsam auf die Straße gehen für soziale Errungenschaften, gemeinsam auf die Straße gehen gegen die sozialen Verwerfungen, gemeinsam auf die Straße gehen gegen Militarismus und Krieg. Und dafür müssen wir stärker werden. Dafür lade ich jeden ein, mitzumachen. Diese Politik von Krisen und Kriegen ist eine Politik auf Kosten der armen und arbeitenden Menschen. Wir sagen, wir wollen nicht Kanonen statt Butter, sondern wir wollen eine gute Zukunft für alle Menschen in Europa.